So, heute ist es soweit. Es ist der erste Tag, wo ich offiziell wieder laufen darf. Das Leben an Bord hält uns auf Trab. Schönen Dank, alles leer. How long you wear? Es gibt eine Ausgangssperre ab morgen. You have to stay at home. So, heute ist es soweit. Es ist der erste Tag, wo ich offiziell wieder laufen darf. Deswegen gehe ich jetzt los, bevor die Sonne aufgeht, dass es nicht so heiß wird. Und ich muss mich zum ersten Mal nicht mehr fürchten, dass mich irgendjemand anzeigt. Es ist offiziell erlaubt. Juhui! So, ich nehme euch heute mal mit zum Laufen. Es ist kurz nach 7. Die Sonne ist vor einer Viertelstunde nicht aufgegangen, aber es wurde gerade mal hell. Jetzt zeige ich euch mal, wie das so ausschaut, wo ich hier immer am Laufen bin. Das ist hier der Steg von der Insel vom 101. Die Jungs sind wirklich freundlich. Sind ganz liebe Nachbarn. Grüßen immer ganz nett. Jetzt kommen wir zum Hotel, das natürlich komplett leer ist. Auch die Wache ist gerade nicht da. Über die Steine. Ne? Normalerweise kann man am Strand unten gut laufen, aber heute ist das Wasser zu hoch. Ein bisschen den Puls runterbringen, weil ich hier nicht so gut laufen kann. Hier unten. So, die Jungs hier sind am Fischen. Come on, Buggy. Oh, not much, huh? Little bit. Little bit, little fish. Have to do again? Ja. Aha. Du bist ein Liebe, gell? Ja. Hab nichts zum Essen für dich, tut mir leid. Ja, du? Ja. Ja, ich habe auch nichts für dich. Du bist ein Herziger. Herzige, aber ich habe nichts für euch. Nein. Tschüss. Abstand halten. Abstand halten. Gut so. So ist gut. So, nein. Abstand halten. Alles gut. Alles wunderschöne Fischerboote mit riesigen Motoren. Gut, natürlich nichts gegen diese großen Yachten. Millionenschweren. Das sind nochmal ganz andere Kaliber hier. Das wäre geschafft. Mir läuft die Brühe runter. Die Sonne ist mittlerweile schon so warm, dass man richtig froh ist, wenn man noch im Schatten kommt. Aber herrlich. Die einzige Möglichkeit, irgendwie am Tag so einen Sport zu machen, ist wirklich am Morgen um 7. So, wir sind wieder bei der täglichen Routine und Nachmittagsgewitter kommt gerade auf uns zu von da hinten. Es donnert schon wieder ordentlich, also ich muss jetzt als nächstes mal die Wasserschläuche wieder installieren, dass wir Wasser auffangen können. Und dann wird's nass. So, dieser kleine Filter, der nimmt uns noch grobe Bestandteile raus. Alles, was von oben reinläuft. Das ist jetzt wunderbar sauber in der Zwischenzeit, weil es jetzt so viel geregnet hat. Wir freuen uns über jeden Schauer, der nicht zu viele Blitze bringt. Fangen mittlerweile nicht nur hier auf, sondern auch unsere Regenrinne vorne und lassen in den Tank reinlaufen. Hier fange ich noch auf und füllen die Eimer. So, das Leben an Bord hält uns auf Trab. Heute Morgen hatten wir eine ganze Ameisenstraße von unterm Tisch bis in die Kiste, wo die ganzen Lebensmittel waren. Und so schaut es jetzt aus da herin. Jetzt habe ich da alles ausgeräumt und geputzt und die Ameisen vergast und jetzt ist es wieder sauber. Jetzt bin ich wieder parat zum alles wieder auffüllen. Die Kiste ist wieder eingeräumt, alles wieder drinnen. Jetzt können wir eigentlich losfahren über den großen Teich. Wir sind nicht schlecht verproviantiert
Wenn uns jemand nehmen würde, könnten wir lossegeln, aber sie lassen uns nicht raus und sie lassen uns nicht rein. Schöne Scheiße. Also werden wir wohl hier bleiben. So, wir sind auf dem Weg zu unserer ersten Ausfahrt in der Freiheit. Seit gestern dürfen wir offiziell uns hier wieder bewegen. Gestern früh bin ich mal ausgiebig laufen gegangen, das war super schön. Und jetzt gehen wir mal Fahrrad fahren und zwar nicht nur zum Einkaufen, aber auch. Muss halt sein, der Kühlschrank ist leer. Aber wir werden ein bisschen ausgiebiger fahren und uns umschauen, wo wir bisher noch nicht waren. Schauen wir mal, was so los ist in Chenang und Hatzirat und Umgebung. Wir sind jetzt hier in Chenang, das Touristenort schlechthin. Hier ist noch alles geschlossen, natürlich sind keine Touristen da. Unglaublich. Ein Freund hat mir gestern erzählt, dass hier vor 3 Jahren noch fast keine Hotels waren. Und ganz viele sind im Neubau. Das wird wahrscheinlich noch Wochen, wenn nicht Monate gehen, bis da wieder Touristen auftauchen. Sonst müssen mal die Grenzen geöffnet werden, bevor überhaupt jemand einreisen darf. Hier sieht es aus wie eine Geisterstadt. Und wie gesagt, ganz viele Hotels im Bau. Alles gestoppt. Die haben doch keine Kohle mehr. Ja, was mache ich jetzt mit Kohle? Ja. Da beim Italiener einbrechen, der fragt noch die Tiefkühlpizza, ob das jemals fertiggestellt wird. Ha? Ah, Wahnsinn. Wenn die existierenden Hotels schon alle pleite gehen, dann wird das wahrscheinlich eine Bauruine. Ja. Pantai Chenang, alles leer. Nothing. 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 So maybe you have ice cream? Just give me a Ice cream, yes? Can I open? Muslim, festival Ramadan. Ah, yeah. And then you just go Uh-huh. So you're not Muslim, you're Hindu? yeah. Okay. And every day open. Good, good. So let's eat ice cream today for Yes. lunch, huh? Good. Same to somtam eh? Somtam. Yeah. Somtam mango. Somtam. I learned in Thailand. Yeah. Thailand eh? Somtam. That is good when it's sour. This sour yeah. When it's sweet, no good. Yeah. Okay. Sweet with fruit. Okay. Das war jetzt eher die Fahrradtour als die Einkaufstour. Die Rucksäcke sind relativ leicht bepackt heute. Deine, meine sind schwer. Okay, ich habe nur 32 Eier im Rucksack. Ich bin der Lastesel. Du Armer bist der Lastesel heute. Dafür sind wir 45 Kilometer rund gefahren. Oh, Und ja, Chenang ist leer und zum Essen gibt es noch nicht viel. Schade eigentlich. Zu Hause. es ist Montag, den 18. Mai. Malaysia ist immer noch teilweise in einem Lockdown. Wir nennen das nun Conditional Movement Control Order. Das heißt, man darf sich wieder draußen bewegen unter gewissen Bedingungen und Hygienevorschriften, aber wenigstens darf man wieder raus. Das Ganze wurde verlängert bis zum 9. Juni. Genau an dieser Stelle habe ich vor etwa 10 Wochen gesagt, dass viele Segler Probleme kriegen würden mit ihrem Visa. Es sieht so aus, dass nachdem die Movement Control Order aufgehoben wird, dass wir 2 Wochen Zeit haben, das Land dann verlassen müssen. Das ist ganz schwierig, weil Thailand ist immer noch zu und es ist nicht abzusehen, dass die Grenzen irgendwo hier demnächst aufmachen. So, wir sind gerade vom Laufen zurückgekommen und weil das Meer so schön ruhig ist, muss der Retter jetzt in den Mast. Und zwar haben wir am Vorstag scheinbar ein kleines Problem, einen kleinen Riss. Und jetzt muss ich mal das genau anschauen, wie schlimm das ist, weil das könnte sein, dass man mit sowas nicht segeln darf. Das wäre sehr schade. Dann werden wir nicht startschaffen, falls wir irgendwo hinsegeln können. Wieder ein Gewitter, viel Wind und Regen und die ersten Boote driften wieder langsam durch die Bucht, scheinen aber besetzt zu sein. Oh, er geht an Grau, der Blau.
Weiter der andere geht auch für der Motor. Ja, da trifft der Jeans. Kannst du den Motor mal abstellen, hä? Ja, stell sie mal ab. Das ist jetzt mal keiner von uns hinpackiert, ne? Das sieht schnell aus, das sind so alt. Ja. Hamann, Anfang, König Blue. Das ist das Ganze im Norden, oder? Ja, jetzt sind wir da ziemlich im Norden in der Bucht. Also, das gegenüber müsste. Das ist schon Thailand, ja. Glasbläserei, habe ich gelesen. Wie hast du gesehen, die Offenheit? Und schmeckt gut. Und So eine Gitarrenstelle, das wo sagt du Nazi? das erste Takeaway, das seit dem Lockdown offen hat. Ich glaube, das war ein Ratz. Doch was Großes. So, Ramadan ist beendet, das Fass ist gebrochen, es wird wieder gekocht auf der Straße. Frisches Hühnchen. Und wir dürfen zum ersten Mal wieder irgendwo sitzen. Das ist breit. Das ist breit. Then you have this one. This one I have buffet, Milo, free. Okay, bitte. Wow, sehr fein. Ha? Das ist super knusprig. Ganz frisch. Das erste Mal auswärts essen seit 2 Monaten. Seit 2 Monaten. Seit dem doofen Lockdown. Das ist perfekt und schmeckt total lecker. Ich weiß nicht, wie die das einlegen, dass es so rot wird. Aber das ist super. Vielleicht haben Sie die Bewässerungssysteme da hinten für den Ries. Ob die Ries essen, die Kühe? Sieht so aus. Ob das sehr produktiv schlau ist. Hm? Ramadan? Yeah. What does it? Just we like. Relax. We like. I mean, okay. Nice. How long you wear? 1 night. 1 night. Yeah. Until tomorrow? Yes. Until morning. Until morning. Okay. Thank you so much. Also es ist jetzt der 2. Tag nach Ramadan. Wir sind hier in der, wie heißt es eigentlich, Langkawi Fair Shopping Mall, denke ich. Und es ist ziemlich leer. Ha? Dort oben stehen ein paar Leute an am Do-it-yourself. Aber hier herunten ist es ziemlich überschaulich, was hier so los ist. 1:30. Oh, ja. No, it's really bad. Yeah. Oh, shit. Also wieder mal keine gescheiten Papayas hier, hä? Nicht wirklich brauchbar, ne? Also das eine oder andere sieht ziemlich tragisch aus. Es scheint doch den einen oder anderen Name-Drop zu haben. Fight COVID-19 together. So what do you have to do? You have to scan that? Yeah. Download and scan and then register. And then what's happening afterwards? Let's see the Facebook and the register. Ah, so you are automatically registered then. Okay. Interesting.